Also, als allererstes sollte er aufhören, zu Leuten zuzuhören in seinen Innungen, die alle über das gleiche Problem klagen und alle sagen, ja, es gibt ja keine Fachkräfte mehr da draußen. Das ist wirklich das allererste, was ich jedem empfehlen würde. Hört auf eure Kollegen, die alle sich über das Gleiche beklagen, zu hören. Weil wenn alle das Gleiche in die gleiche Richtung schauen, dann ist halt klar, dass da nichts passieren wird. Der Handwerker-Podcast, präsentiert von LC Top. Einige der Handwerksbetriebe lehnen heute schon Aufträge ab, ja nicht wegen fehlender Kunden, sondern wegen fehlendem Personal. Stellenanzeigen und gängige Jobportale liefern kaum noch zuverlässige Ergebnisse. Und gerade diese digitale Mitarbeitergewinnung klingt modern, endet für viele dann aber in vielen Klicks und dann doch keine Einstellung. Mein Mhm. Gast heute hat dafür eine TÜV-zertifizierte Methode entwickelt mit schriftlicher Einstellungsgarantie, über 18.000 erfolgreichen Besetzungen und laut eigenen Angaben eine Einstellung im Schnitt so nach 23 Tagen. Wir haken nach, was steckt dahinter und wann funktioniert es vielleicht ja auch nicht. Ich spreche mit Dimitri Beetz, Gründer und Geschäftsführer der Candidate Flow GmbH. Hallo Dimitri. Hi Phil, ich danke dir vielmals für die Einladung. Freut mich, dass du da bist. Ich bin echt gespannt auf deine Einblicke aus dem Bereich der digitalen Mitarbeitergewinnung. Ihr versprecht Handwerksbetrieben Fachkräfte in unter 30 Tagen mit Erfolgsgarantie. Das Mhm. klingt nach so einem Versprechen, die man überall liest und die selten halten, was sie versprechen. Warum ist das Mhm. bei euch anders? Ganz kurz an alle, die noch in Word Angebote schreiben, haben wir jetzt kostenlose Vorlagen auf unserer Webseite für euch. Herunterladen könnt ihr die unter lc-top.de/Vorlagen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Ich hole mal ganz kurz aus. Wir haben vor 6 Jahren damit gestartet, als Handwerksbetriebe auf uns zukamen. Wir hatten Mitarbeitergewinnung bereits in bestimmten Bereichen gemacht. Mein Partner kommt aus dem starken Marketing, ich kam aus Stepstone und da wurden wir von, befreundeten Unternehmen angesprochen, ob wir sie unterstützen können beim Thema gute Leute finden. Ja, dann haben wir uns da ehrlicherweise gar nicht so viel gedacht, sondern gesagt: „Na ja, aus Marketing-Sicht müsste das doch eigentlich problemlos funktionieren.“ Uns war gar nicht bewusst, dass in der Branche so eine riesen Herausforderung ist. Die ersten 2 Betriebe waren, SAK-Betrieb, die nächsten 2 waren Elektrobetriebe. Und dann haben wir für die Kampagnen in der ersten Form, wie wir uns das vorstellen, wie es laufen sollte, umgesetzt. Und die hatten nach, ich glaube, die ersten 20 Tagen, dann irgendwie 22, 25, 27 Tagen, so in dem Schnitt bis zu 30 Tagen eingestellt. Und die riefen uns dann an und halt sagten, dass sie eingestellt haben, sagten: „Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe die Position seit 2 Jahren unbesetzt gehabt. Wie kann das denn sein?“ Und, ja, so dann lief dann nach und nach die Kampagnen an und die waren dann alle unter 30 Tage. Ja, und für uns war das total logisch und selbstverständlich, wenn man diese Art von Kampagne, diese Art von Denkweisen digital umsetzt. Das war für uns klar, dass das funktioniert. Erst nur für die Handwerksbetriebe war das wirklich etwas, wo man sagen würde: „Mensch, lieber Kollege, steig jetzt in die Rakete ein, wir fliegen zum Mars.“ So ungefähr war das auch. Und du hast recht, das war ein Riesenproblem, weil dieses Versprechen mit dem Markt sich nicht gedeckt hat. Das heißt, wir haben etwas versprochen, was für alle da draußen sich wie Betrug anfühlte. Also, die Ironie ist, wir hätten eigentlich am Anfang sagen sollen, nicht Mitarbeitergewinnung 30 Tagen, sondern 180 Tagen, damit wir einfach authentischer wahrgenommen werden. Aber wir haben de facto unter 30 Tagen eingestellt. Das war ja das Thema bei Jahre, das Vertrauen aufzubauen, dass wir keine Betrüger sind, sondern echte, authentische Ergebnisse mit echten Handwerkern erzielen. Und dann ist einfach diese Brand Mitarbeitergewinn unter 30 Tagen schlichtweg geblieben, weil das sich auch so etabliert hat. Wahnsinn, also schon mal sehr interessant, dass ihr da kämpfen musstet. Und jetzt seid ihr ja wirklich mittlerweile ganz gut am Markt etabliert und ich denke auch einige werden euch da das Vertrauen geschenkt haben und völlig überrascht und ja, wirklich überrascht sein, dass das so gut funktioniert hat. Jetzt ist es dennoch so, viele Handwerksbetriebe sind gute Arbeitgeber, bekommen aber trotzdem kaum Bewerbungen. Warum reicht es heute oft nicht, mehr einfach nur eine Stellenanzeige online zu stellen? Du hast angemerkt, du kommst von Stepstone. Ähm, ja, was ist denn da zu beachten? Ja, also man muss dazu die Mechanismen der Bewerbung einfach verstehen. Also erstmal braucht man Verständnis und dann kann man daraus die richtigen Ableitungen treffen. Jobplattformen wie Stepstone und Co. funktionieren über das Prinzip, dass jemand aktiv dorthin gehen muss, um diese nach den Jobs, nach den Stellenanzeigen et cetera zu schauen. Also das heißt, ihr muss dieses Interesse haben, hinzugehen. Und ich habe damals bei der Stepstone-Zeit
auch in einer recht breiten Analyse festgestellt, eine Studie hatten wir sogar dazu gemacht, gesehen, dass es bestimmte Branchen und Bereiche gibt, die schlichtweg nicht aktiv auf Jobsuche gehen. Mich hat's auch komplett erstaunt, weil ich mir dachte: „Warum? Also, warum? Wie kann das sein?“ Das Warum weiß ich bis heute nicht, die Ironie. Es kann mir auch keiner sagen, warum das so ist, aber ich weiß, es gibt bestimmte Bereiche wie den Handwerksbereich, es gibt den, medizinisch-technischen Bereich, was zum Beispiel, ähm, Zahnarzthelferin, medizinische Fachangestellte, all diese Bereiche, die so Krankenpfleger, diese Branchen, die Arbeitnehmer dort suchen schlichtweg nicht aktiv auf Jobbörsen, ja. Das heißt, sie verweilen eigentlich in dem Status, in die sind, lieber als dass sie aktiv eine Veränderung suchen. So würde ich das quasi beschreiben. Wenn man das weiß, dann weiß man, dass für bestimmte Branchen Jobbörsen super funktionieren und für bestimmte Branchen überhaupt nicht funktionieren. Und daher war da unser Verständnis zu sagen: „Okay, was müssen wir denn tun, wenn wir digital Kampagnen schalten?“ Na ja, wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen auf das Handy von den Personen kommen, die wir erreichen wollen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und das ist der große Unterschied zwischen Jobbörse und dem, was wir tun. Wir sorgen dafür, dass jemand in der Region auf dem Telefon als, Elektriker, wie auch immer, wie jetzt als also in dem Bereich, der gesucht wird, auf dem Telefon erscheint und sich dort sehr einfach bewerben kann. Das ist der fundamentale Unterschied. Ja, und was nützt dann die beste Kampagne, wenn dann die Fachkraft nach 3 Monaten wieder geht? Mhm. Also, wie ist das bei euch? Ihr Mhm. schafft dann quasi den Recruiting-Prozess bei dem Unternehmen und geht ihr dann auch drüber hinaus oder wie verhindert man, dass Recruiting zum Dauerzustand wird? Weil ich kann mir vorstellen, wenn die Mitarbeiter dann wieder gehen, dann muss ich ja von vorne beginnen. Ja, was soll ich da sagen? Es ist das unternehmerische Risiko, was man eingeht als Handwerker, so wie ich auch das unternehmerische Risiko als, Marketingagenturbetreiber eingehe. Du kannst den Leuten nur vor dem Kopf schauen. Das ist die Wahrheit. Ja, das heißt, ich, der sehr viele Gespräche geführt hat, kann auch nur Leuten vor dem Kopf schauen und treffe immer noch falsche Entscheidungen oder stelle die falschen Leute ein und muss dann neu einstellen. Die Erfahrung, die wir machen und das, was wir mit Handwerksbetrieben eigentlich immer machen, wie wir zusammenarbeiten, dass wir sagen: „Mensch, würde es denn auch passen, wenn du 2 Leute einstellen würdest?“ Dann sagen die meisten für gewöhnlich: „Ja, hast du recht, eigentlich haben wir auch Arbeit genug für 4 Hände.“ Sage ich: „Okay, was spricht denn dagegen, wenn du 2 oder 3 Leute einstellst und einfach schaust, wer ist von denen die 2 Besten oder die eine Person, die am besten zu dir passt? Was spricht denn dagegen?“ Es ist doch mehr als fair, wenn du 2 Leuten die Chance gibst oder 3 und schaust, wer von denen zahlt eigentlich am meisten auf das Unternehmenswert ein, wer hilft dir am meisten und wer tut das nicht. Das ist ja auch ein Arbeitgeber-Arbeitnehmermarkt. Also auf beiden Seiten hat jemand Wahlmöglichkeiten. Ja, auch ein Arbeitnehmer kann sagen: „Okay, ich bewerbe mich bei mehreren Betrieben und schaue, welcher passt.“ Und genauso soll das auf beiden Seiten sein. Und das ist, was wir ja eigentlich immer empfehlen. Stell lieber eine Person zu wenig als eine zu viel ein. So, und natürlich kann auch dann passieren, dass etwas nicht so funktioniert, wie man es braucht. Jetzt es ist die Natur der Dinge. Man muss eine Entscheidung treffen nach dem besten Wissen und Gewissen. Um, ja, und da muss man schauen, ob die Person passt. Aber wir haben die besten Vorstellungsgespräche erlebt, wo die Leute wirklich vollkommen überzeugend waren, alles gepasst hat, auf dem Blatt Papier alles perfekt war. Ja, nach 2 Wochen Blender. Da kannst du nichts machen. Das ist auch nicht, dass man sich als, irgendwie ein Inhaber schämen sollte, zu sagen, man rekrutiert falsch. Nein, das kommt einfach mit der Routine. Ja, manchmal liegt man einfach daneben. Dauerzustand während Rekrutierung, das kann ich nur sagen, na ja, es hat ja 2 Effekte. Also, Dauerrekrutierung heißt, wenn man genug Aufträge hat, dann sollte man Dauer rekrutieren. Ja, also, wenn man die Möglichkeiten hat, ähm da ist genug Platz da, man muss jetzt nicht irgendwie extra anbauen. Man kann da reinwachsen, ja, dann rekrutier doch. Bau doch eine Marke auf, wo jeder in der Region sieht: „Okay, dieser Betrieb, der wächst, diesem Betrieb geht es anscheinend gut, der hat eine gute Auftragslage, bei dem ist das sicher, bei dem ist das solide.“ Das ist ja auch eine Außenwirkung, die man mit den Rekrutierungskampagnen schaltet. Wir zum Beispiel schalten durchgehend immer. Wir suchen auch immer Leute, aber der Effekt, den wir erzielt haben hier in unserem Kreis rund um Düsseldorf ist: „Hey, Candidate Flow scheint so ein guter Arbeitgeber, so guter Betrieb zu sein, dem scheint so gut zu laufen, dass die ständig Leute suchen. Okay, das gibt mir als potenziellen Bewerber immer das Gefühl, dass es dort sicher ist, dass ich dort gut aufgehoben bin.“ Und das ist eine Markenwirkung, die ich quasi zusätzlich erzeuge neben dem, dass wir auf Handwerksbetriebe gehen, wissen auch die potenziellen Bewerber in der Region, dass wir es machen, aber auch die Handwerksbetriebe, unsere Kunden,
sehen ja, dass es uns gut geht. Sie sehen, wir suchen, also scheint es uns gut zu gehen und man möchte zum Unternehmen kommen, bei dem es gut läuft und nicht bei dem es schlecht läuft. Also das hat einen zusätzlichen Effekt. Was ich auch immer wieder sehe, gerade so diese digitalen Kampagnen, wo dann Mhm, wirklich direkt das Gehalt mitbeworben wird. Also, ich habe mhm, eine Stelle in einem mhm. Handwerksbetrieb frei und ich sage direkt, ja, was die Benefits sind. Ich habe ein super Gehalt, wir zahlen ordentlichen, wir haben ein super Team. Reicht das denn heute noch als Arbeitgeberversprechen? Also, die Ironie ist, es reicht. Es reicht, aber es ist die Frage, wie du das kommunizierst. Wir haben ein super Team. Nehmen wir mal das Beispiel. Was heißt das denn, wir haben ein super Team? Ist das ein familiäres Team, wo man am Wochenende zusammen was macht? Ist ein Team, wo man beispielsweise, das kennen wir in Süddeutschland, wenn wir da unterwegs sind, da gibt's freitags Spanferkelessen, ja, da wird dann 'n kleiner Spanferkel gegrillt und da sitzen alle. Ja, heißt, was heißt das? Heißt das, wenn irgendwo die Baustelle kurz vorm Feierabend ist, dass man alle nochmal anpacken, sie die Baustelle fertig machen und dann der Chef am nächsten Tag sagt, Mensch, dann geht bitte mal 2 Stunden früher, weil ihr habt jetzt die Baustelle Donnerstag fertig gemacht. Hey, Dankeschön dafür. Was heißt genau, wir haben ein gutes Team? Und der entscheidende Punkt ist, und das ist die Kunst, die Handwerksbetriebe, mit denen arbeiten, ihr Fach ist nun mal das Handwerk, nicht das Mundwerk. Und genau darum kommen die zu uns, weil sie sagen: „Hey, wie kann ich denn, wir haben ein Team oder irgendwelche Dinge, die sie als Arbeitgeber viel Energie reinstecken, in das übersetzen, was bei einem Bewerber wirklich gut ankommt." Es ist kurz gesagt oder anders gesagt, nahezu nie so, dass Betriebe zu uns kommen, wir sagen: „Na ja, aber euch fehlt aber noch mindestens 4 Punkte, damit ihr Mitbewerber seid, also wettbewerbsfähig seid." Nein, es geht darum zu sagen: „Was macht euch besonders und außergewöhnlich, warum die Kollegen bei euch gerne arbeiten, warum sie dazu kommen? Was sagen denn die Kollegen beispielsweise, die bei euch neu gestartet sind in den letzten Jahren, in den ersten Wochen, was sie besonders gut finden?" Und das sind die Nuancen, um die es geht. Da sagt ihr: „Mensch, früher hatte ich das so und jetzt habe ich das so." Da sind diese ganz feinen Nuancen der Kommunikation. Wenn man das rausarbeitet, das nach außen geht, dann sieht das halt auch 'n Handwerker liest das und sagt: „Ah, ich verstehe diese Sprache. Es holt mich jetzt ab. Ich habe das nämlich auch aktuell so, wie ich's nicht haben will und ich hätte es gern genau so, wie es dort beschrieben wird." Und es ist wirklich diese Nuancen, um die es geht, diese Ausarbeitung, die dann den absoluten Unterschied machen zwischen einem absolut vergleichbaren Betrieb und einem Betrieb, der wirklich für seine Leute da ist, bei dem man gerne arbeitet, wo man weiß, da steht der Inhaber jetzt zu 100% hinter der Firma und tut alles für seine Leute. Ja, einfach ehrlich, authentisch, einfach so, wie man ist. Und ich glaube, dann sehen auch die Handwerker: „Okay, da sehe ich mich auch da drin. Also, ich kann mich da schon quasi in das Team reinfühlen.“ Ich denke, das kommt dann wirklich an. Und, jetzt mal angenommen, ich entscheide mich jetzt da für die Candidate Flow, Methode. Wie sieht denn das dann konkret der Start mit euch aus oder gerade die ersten 30 Tage? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, es gibt, Anführungszeichen, so 'ne Art Amnesephase, wo wir uns einfach genau anschauen, was macht den Betrieb besonders. Das habe ich gerade schon mal ausgeführt. Da wird wirklich noch mal rausgekitzelt, was ist das? Häufig sagen uns die Inhaber: „Ja, das ist doch klar, dass man macht. Wir sind doch machen nichts anderes, als die anderen das machen." Und zwischen diesen Sätzen liegt ganz, ganz viel Wahrheit, ganz viel Magie, ganz viele Details, die diesen Betrieb wirklich einzigartig machen. Selbst wenn man mit Mitarbeitern dort spricht, erzählen sie besondere Sachen, warum der Chef irgendwie besonders cool ist, was man früher nicht hatte. So, und das ist der Fokus. Dann der zweite extrem wichtige Punkt, geht es bei der medialen Darstellung natürlich immer um Bilder, um Videos, also um alles, was was man von Betrieb herausgefunden hat, das Ganze quasi übersetzt in Bildersprache. Ja, das heißt, ein Bild sollte eine sehr ähnliche Aussage treffen können, ohne ein einziges Wort. Das ist in der Tat Kunst. Das ist eine Kunst, mit der wir uns seit vielen Jahren beschäftigen und dann auch wissen, worauf kommt es halt an. Also, wir fahren zum Betrieb raus, wir haben unser eigenes Videografenteam und erstellen wirklich genau diese medialen Inhalte, mit denen wir genau diese Werte, die Arbeitskultur, das Team, all das herausarbeiten. Und das sieht man dann wirklich in den Bildern sehr schön, weil das merkt man dann, wenn man die Kampagnen schalten, die Außendarstellung, dann sagen uns die Leute: „Mensch, da merkt man wirklich, die Leute halten zusammen. Mensch, da merkt man, dass es noch 'n ja, dass noch 'n Hund auf dem Arm wird dann gehalten." Also, es ist familiär. Es ist anders als das, was die bis dato kannten.
Das ist ein sehr wichtiger Teil. Dann erstellen wir im Grunde die digitalen Kampagnen, stimmen das mit unserem Partner immer ab. Das heißt, wir gehen hin, zeigen ihm das, sagen: „Hey, so gehen wir vor, das ist der Grund“, damit da einfach die Sicherheit halt da ist, dass das, was wir tun in dieser neuen Umgebung für den Betrieb einfach, dass er sich einfach abgeholt fühlt, weil das häufig, wie du schon sagst, ist es was ganz Neues, was ganz Ungewohntes und ja, da gibt's manchmal Bammel, was kommt denn da jetzt am Ende bei rum? Ähm, Dann geht's im Grunde in die Ausstrahlung, die Sichtbarkeit und dann merken wir innerhalb der ersten Tage gibt's Bewerbung, Punkt. Sobald wir live gehen, ersten 3, 4 Tagen gibt's die ersten 5, 6, 7 Bewerbungen, die reinkommen. Das ist meistens, dass der Betrieb uns dann anruft oder der Inhaber sagt: „Mensch, hier kommen ja sind die denn echt? Kann das denn überhaupt sein? Wie so oder testet ihr da gerade was?“ Wir so: „Ne, da testen wir nichts. Das sind echte Bewerbungen.“ Wir haben bei uns intern gemerkt, einfach weil Handwerksbetriebe sehr wenig Kapazitäten haben, sich um was anderes als ihren Betrieb zu kümmern, dass wir gesagt haben: „Mensch, wir übernehmen den gesamten, Vorqualifizierungsprozess.“ Das heißt, wir rufen die Bewerber an im Namen des Betriebes. Wir haben da einfach absolute Profis dran sitzen, die das jeden Tag von morgens bis abends quasi machen. Und dort geht es darum, einfach zu schauen, passt der Bewerber zum Betrieb? Passt die Qualifikation, passt das alles? Und dann stellen wir eigentlich nur noch einen Termin ein für den Betrieb, sodass der Inhaber einfach ganz entspannt ein Vorstellungsgespräch direkt vor Ort in seinen Terminkalender eingestellt bekommt, perfekt vorbereitet ist, weiß, was er zu sagen hat, eigentlich 'n Rundum-Service hat und dann nur noch den Bewerber vor sich hat und dafür sicherstellen muss, dass, wenn er passt, ja, dass die dann zusammenkommen. Das ist das ist im Grunde der ganze Ablauf, den wir haben, um sicherzustellen, dass jemand mit ganz wenig Arbeit 'n ganz, ja, Top-Ergebnis hat. Ja, das sieht man dann, wenn man mit euch spricht und, das Ganze mit euch, durchführt. Äh, Ich habe jetzt gerade so einen Punkt so rausgehört, ja, dann purzeln die Bewerbungen, die kommen einfach nur so rein und da sind schon manche: „Wow, was geht denn jetzt ab?“ Ich denke da immer so ein bisschen an die Vermarktung der eigenen Produkte, gerade jetzt über Social Media oder gerade über, die gängigen Plattformen. Mhm. Da ist ja oft auch so das Thema, ja, nicht nur Masse, ja, statt also, man möchte ja eigentlich Ja, auch Klasse haben. Aber wie ja. sorgt man dann letztlich dafür, dass aus diesen digitalen Marketingkampagnen nicht nur Masse kommt? Also, klar, ihr habt eure Profis, die dann auch vorqualifizieren. Ähm, Kannst du da irgendeinen Tipp mitgeben, dass dann letztlich wirklich auch die passenden Kandidaten, dann auch eingestellt werden? Also, ganz pauschal also wirklich, das kann man sehr pauschal sagen, die falschen Leute bewerben sich sowieso. Okay? Das ist die Natur der Dinge. Die falschen Leute bewerben sich immer. Ja, das haben wir bei uns in der Firma. Jeden Unternehmer, den ich kenne, mit dem ich befreundet bin, sagt mir immer, es bewerben sich auch immer die Falschen. Aber es bewerben sich auch die Richtigen, wenn du es richtig machst. Und der entscheidende Punkt ist nicht, wie viele Falsche bewerben sich, weil die kommen sowieso. Jemand, der, sagen wir mal, unqualifiziert ist, keine Chance am Markt hat, der bewirbt sich auf alles. Der bewirbt sich wirklich auf alles, was nur, ja, dann gibt's beispielsweise Vorqualifizierungsfragen, die wir einbauen. Ja, hast du eine Ausbildung? Hast du Deutschniveau et cetera? Ja, jemand, der sagt: „Ich habe keine Chance am Markt“, der nutzt halt jede Gelegenheit, klickt halt überall ja. Das ist so. Müssen wir nicht schönreden. Aber die große Kunst besteht, wie stellst du sicher, dass auch die Richtigen kommen? Und der entscheidende Punkt ist halt einfach, der Außenauftritt muss halt so ansprechend sein. Er muss auch die Wünsche, Schmerzen und Bedürfnisse des richtigen Kandidaten, des Bewerbers so ansprechen, dass er sagt: „Ja, ich muss mich jetzt hier bewerben.“ Und das ist halt irgendwo auch eine Kunst, genau das zusammenzubekommen. Weil manchmal weißt du nicht, woher kommt der Bewerber, was ist seine Motivation? Das ist das Entscheidende. Ist das der Wunsch, irgendwo hinzukommen oder der Schmerz, von irgendwas wegzugehen? Und du musst in der Lage sein, aus diesem ganzen Marketingwelt die ganze Klaviatur quasi zu bespielen, um zu schauen, was ist der wirkliche Motivationsgrund, warum der gute Bewerber oder die gute Fachkraft wechseln möchte. Aber das ist halt unser Job, genau das herauszufinden und das so lange zu testen, bis wir die richtigen bekommen. Für einige ist es sicher komplett unvorstellbar, wie das alles funktionieren kann. In welchem Preissegment bewegt man sich denn da? Also, was muss ich zum Beispiel ausgeben von den ersten Bewerbern bis zur ersten Festanstellung? Was kostet da die Methode mit Candidate Flow? Kannst du da uns mal ein bisschen durchführen? Ja, also, es ist natürlich es ist kein Preiskatalogschild, das wir dran haben, wie bei einer Jobplattform wie Stepstone, wo du sagst: „Okay, ich habe
was weiß ich, keine Ahnung, was kostet das, 700 Einsteigerpaket und dann so. Und dann gibt's immer in dem Bild immer, kaufe das in der Mitte, weil dann bekommst du den besten Preis-Leistungs-Verhältnis, so der Klassiker. Das ist bei uns nicht. Wir sind ja eine komplette individuelle Agentur, die sich überlegt und sagt, was müssen wir tun, um dahin zu kommen. Davon hängt es ein bisschen ab. Grundsätzlich hat der Betrieb eine relativ hohe Bandbreite an Möglichkeiten zu sagen, wie viel er investieren möchte. Er kann recht wenig investieren, wenn der Betrieb und der Inhaber mir sagt, Mensch, ich mache beispielsweise die Bilder selber oder ich führe die Bewerbungsgespräche, die Vorqualifikation führe ich komplett selber, dann sind wir ja in einem, lieber Inhaber, mach einen gewissen Teil selbst zu, lieber Inhaber, mach gar nichts, wir machen alles für dich und du musst dich um nichts kümmern und wir sorgen dafür, dass du einfach nur Spaß hast. Und da bewegt sich dann quasi der Preis von ja, recht wenig bis schon einfach deutlich höher, weil wir natürlich ein riesen Team dahinter haben, der das Ganze umsetzen darf. Ja. Okay, cool. Also es hängt wirklich davon ab, wie bereit man ist, da wirklich alles abzugeben oder wie bereit man ist, auch selbst dann Zeit zu investieren. Klar, es kann natürlich auch sein, ihr habt da die Profis, dass dann vielleicht die Ergebnisse nicht ganz so gut sind, oder würdest du sagen, das kann man auch mit eurer Anleitung dahingehend schaffen? Das kann man schon mit Anleitung schaffen. Die meisten Betriebe haben aber fairerweise eine sehr gute Selbsteinschätzung, zu sagen, Mensch, kriegen wir das hin oder nicht? Und dann merkt man auch in einem Gespräch, dann geben wir ihnen meist mal die Möglichkeit, zu sagen, Mensch, der Geldbeutel ist ein bisschen schmaler, weil wir mussten jetzt eine Lagerhalle bauen oder ähnliches. Ja, dann sagen wir, okay, das sind die Möglichkeiten. Hier ist es, wie die Bilder aussehen sollen. Könnt ihr euch das vorstellen, selbst zu machen? Und die meisten haben eine extrem realistische Vorstellung zu sagen, okay, kriege ich hin. Oder da schauen sich dann beide Inhaber meistens an und sagen, also, nee, das binden wir uns jetzt nicht ans Bein und die paar Euro, also also davon werden wir jetzt auch nicht reich, wenn wir das jetzt sparen. Und so treffen sie meistens Entscheidungen. Manchmal ist es auch so, dass gerade bei der Vorqualifizierung sagen sie, Mensch, ich habe einfach eine ganz tolle, meistens Mann und Frau in einem Handwerksbetrieb, wie das so klassisch ist. Und dann sagt die Frau meistens, Mensch, den Vorqualifizierungsteil, den möchte ich aber gerne selber machen. Ich habe da Spaß dran, wollte das schon immer machen. Und dann geben wir die Unterlagen, mit denen man das selbst auf einem durchaus hohen Level hinbekommt. Ja. Ja, cool, super. Also ich denke, da nehmt ihr die Kunden wirklich gut an die Hand. Und aus dieser Folge, denke ich, wollen auch einige so direkt hands-on bisschen was mitnehmen. Was sind denn so 3 Dinge, die man jetzt aus diesem Gespräch mitnehmen soll? Welche 3 Regeln entscheiden darüber, ob digitales, ja, Recruiting, also die Fachkräfte über digitale Medien zu gewinnen, ob das dann auch wirklich funktioniert, oder was entscheidet denn im Alltag? Ja. Ich habe die Erfahrung, dass die Glaubenssätze einen am meisten prägen, inwieweit man etwas macht oder nicht macht. Und ich glaube, hier ist einfach ein ganz wichtiger Glaubenssatz, den man haben sollte, sagt: „Okay, kann ich mir als Inhaber überhaupt vorstellen, dass es möglich ist, die Leute, die man haben will, auf deren Telefon zu erreichen?“ Ja? Wenn man das schon sagt: „Okay, ich kann es mir vorstellen, dass das möglich ist“, dann fängt hier eine ganz neue Welt an. Wenn man sich sagt: „Mensch, ich kann mir das gar nicht vorstellen“, dann wird man eigentlich nie digitale Sachen in dem Maß ausprobieren, wie man das tun könnte, ob das mit uns oder mit anderen ist. Aber wenn man schon erst sich vorstellt und sagt: „Mensch, hat man schon mal Werbung bekommen oder Ähnliches, das dann einfach auf einen zugeschnitten war, auf einen gepasst hat?“ Wenn man da grundsätzlich ein Ja sagen kann, dann sollte man auch das Verständnis davon haben, man kann Leute im Umkreis erreichen. Das erreicht hat, dann würde ich einfach jemandem empfehlen, auch wenn das, also ein bisschen eigennützig ist, zu sagen: „Schaut mal“, weil häufig glauben die meisten Betriebe nicht, dass das funktioniert oder für sie funktioniert insbesondere. Sagen: „Mensch, ich bin aber in der Region, aber bei meiner Bewerber aber die sind ja gar nicht online“, ja? Und was wir dann immer sagen, wenn sich bei uns jemand meldet, sagt: „Hey, bevor wir miteinander reden, bevor du wirklich mit uns reden möchtest, tu uns den Gefallen, geh auf die Erfolgsgeschichtenbereich bei uns auf der Candidate Flow Bereich, da gibt's Ergebnisse und schau dort mal, ob du Betriebe findest, die so sind wie dein Betrieb oder so ähnlich sind. Weil dann nämlich passiert der nächste Glaubenssatzveränderung. Da sehen die meisten Betriebe, weil wir einfach so viele Erfolgsgeschichten haben, sehen die meisten, oh Mensch, das ist ja jemand, der ist ja quasi so groß wie ich, aus meiner ähnlichen Region so groß und hat das gleiche Problem wie ich gehabt und hat das innerhalb von 30 Tagen gelöst. Okay, also wenn der das gelöst hat, dann kriege ich das auch gelöst. Und das ist meistens die Energie, mit der dann die Betriebe, die Inhaber zu uns kommen, sagen: „Mensch, ich habe hier 2 3 Videos gesehen. Ich kenne sogar einen von denen, den Manfred, der ist bei mir in Erinnerung.
den habe ich jetzt gerade angerufen, let's go. Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende zu sagen. Kann man sich vorstellen, dass das funktioniert? Ja, gibt es irgendwie Identifikationsbilder, die man das hat? Und wenn die gegeben sind, dann geht man auf den Weg. Ja, so würde ich das, glaube ich, zusammenfassend sagen. Ja. Also, dass man wirklich sich auch drauf einlässt, vielleicht vom Kopf her sich dahin bewegt und einfach mal überlegt: „Okay, wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das auch.“ Einfach, dass die Angst genommen wird, sich damit, irgendwo auseinandersetzen. Ich glaube, das dauert immer so ein bisschen und vielleicht hat man da auch, ja, die Kinder oder so, die einem da vielleicht auch zeigen können: „Ja, guck mal, ich bekomme da jeden Tag, auf Social Media meine Werbung angezeigt.“ Das ist nix anderes. Ich bekomme das personalisiert, individuell angezeigt und ich denke, wenn man sich da mal vom Kopf her in diese Gefilde bewegt, dann ist das dann recht einfach, sich damit, ja, auseinanderzusetzen. Dann öffnet's, wie du sagst, eine ganz neue Welt. Ähm, Was würdest du jetzt so einem Handwerksunternehmer, der jetzt diese Folge hört, mitgeben? Was soll er nach dem Zuhören als Erstes machen? Also, als Allererstes sollte er aufhören, in die zu Leuten zuzuhören in seinen Innungen, die alle über das gleiche Problem klagen und alle sagen: „Ja, es gibt ja keine Fachkräfte mehr da draußen.“ Das ist wirklich das Allererste, was ich jedem empfehlen würde. Hört auf eure Kollegen, die alle sich über das Gleiche beklagen, zu hören. Weil wenn alle das Gleiche in die gleiche Richtung schauen, dann ist halt klar, dass da nichts passieren wird. Und wenn man das einmal gemacht hat und sich sagt: „Mensch, ich gehe nicht den gleichen Weg, ich klage nicht über das, was alle anderen klagen, sondern überlege mir, was der Lösung ist“, dann sollte man sich einfach bewusst machen und sagen, welche Möglichkeiten hat man. Ja, natürlich kann man auch sagen, wir haben Betriebe, die wir kennen, die haben an dem B52 ein riesen Plakat aufgestellt mit, ja, wir suchen Fachkräfte. Und dann sollte man davon durchgehen und sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es, die realistisch zum Erfolg führen können? Und was ist so das Preis-Leistungs-Verhältnis von dem, was am meisten Sinn macht? Also B52, Plakat, riesengroß, sehr teuer. Was kommt dabei rum? Und wo findet man vielleicht Lösungen, wie vielleicht Candidate Flow, die sagen, hey, wir versprechen dir, dass du das einstellst. Und das ist der Rahmen, mit dem du das digital erreichen kannst. Und ich würde sagen, das ist der relativ klare Ablauf weg von dem, wo alle hingucken, hin zu dem, was heutzutage eigentlich möglich ist und von dem leider noch zu wenig genutzt wird. Ja, cool. Vielen lieben Dank dir, Sehr Dimitri. gerne. Ich habe mich riesig gefreut auf dieses Gespräch und wurde nicht enttäuscht. Also sehr coole Einblicke und ich glaube auch, dass man ganz klar festhalten kann, ja, Fachkräftegewinnung im Handwerk ist halt kein Zufallsprodukt mehr und Ja. es reicht nicht, irgendwo eine Anzeige, gerade dieses Plakat irgendwo zu platzieren und zu hoffen, zu beten. Ja, gute Betriebe müssen sichtbar werden, klar zeigen, warum man dort arbeiten sollte und das hast du uns heute ganz gut geschildert, was man da machen kann. Danke dir. Ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Super, cool. Ja, und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, ja, über Candidate Flow, schaut gerne in die Beschreibung rein, abonniert den Kanal, schickt vielleicht einem Kollegen, der immer noch in Erinnerung mit seinen Kollegen da drüber diskutiert, wie er das Fachkräfteproblem irgendwie lösen kann. Ja, schaut einfach rein, klickt die Links an, schaut bei Candidate Flow vorbei. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.